Willkommen bei einer weiteren Folge von Fresh CS. Ich zeige euch diesmal auf DE Inferno B-Teamplay Setups. Viel Spaß dabei. Warum mache ich dieses Video? B Inferno ist schwer zu halten, ist einfach zu halten, je nachdem wie die Erfahrung ist. Ihr kennt die ganzen Standard-Posis. Zum Beispiel First Box, Second Box, Quad, Säule, Brunnen, Dark, Coffins, CT und CT-Boost. Was mir eben auffällt, ist, dass sehr viele B-Player eher auf, ich sag mal, Intuition spielen. Die schauen, was macht mein Mate? Wo stelle ich mich dann hin? Crossfire, einer steht im Dark, einer steht Quad, einer steht im zweiten, einer steht Dark, einer steht Coffins. Ein bisschen Chaos. Ja, ich möchte euch zeigen, wie es möglich ist, wenn man gleich während des Spiels, während der Runde abspricht, ohne jetzt da groß irgendwie einen Prakt daraus zu machen, wie man zusammenstehen kann. Seht selbst. Play Nummer 1, First Box und Second Box Boost. In diesem Szenario seht ihr, wie Johnson und Shiva hier sich bereit machen für den Boost, also Second Box Boost ist am Start und hier unten steht Johnson bereit, oben Shiva ganz am Schluss, beziehungsweise ganz hinten dran, nicht ganz am Schluss. Ja, und die warten einfach, bis die Gegner crossen. Die Flashes fliegen günstig für die TT-Spieler. Und man sieht hier auch Half-Buy gegen Full-Buy. Schauen, wie es ausgeht. Shiva, schönes Aim hier. Dann schickelt hier weg. Droppt auch nach dem Kill direkt runter. Und dann kommen, ja, 3 schöne Schellen. Und sehr gutes Teamplay mit Johnson zusammen. Ich würde sagen, perfekt gelaufen. Natürlich muss Aiming immer da sein, aber ihr fightet zusammen, kriegt mindestens einen Kill, im besten Fall 2 und in dem perfekten Fall alle Gegner nur mit einem Trade in einem Halfball. Im nächsten Video seht ihr erstmal das Szenario, dass Bess und ich hier auf dem B-Spot keine Smoke mehr haben. Wir haben 55 Sekunden und die Smoke schon rausgeworfen. Ich spule es mal ein bisschen vor. Wir entscheiden uns dann, dass ich Bess booste mit dem Molly noch in der Hand, beziehungsweise ich habe den Molly, der boostete, sollte nie eine Smoke und Molly haben, ganz wichtig. Kleines Info am Rande. Ja, und Bess wird hier oben geboostet, sollte dann mindestens, also er hat den First-Kontakt, ich Molly, weil die Flashes und Smokes fliegen vom Gegner. Ja, und das Wichtige ist, dass ich hier den Bented Angle habe. Bented, der, ich glaube, malaysische oder indonesische Spieler, bin mir nicht sicher, der jetzt ja bei Gen G spielt, hat den Angle so ein bisschen perfektioniert. Deswegen nenne ich diesen Bented Angle. Ja, und ich fighte sozusagen mit Bess. Er hat ein bisschen früher Kontakt, das ist wichtig. Aber vielleicht haben die wenig Fokus. Trotzdem, Bess verschießt er ein bisschen. Trotz dessen hatten die Full Fokus mit dem White Peak, mit dem Ferrari Peak auf Bess. War unglücklich für ihn, macht aber einen Haufen Damage. Man sieht hier 74 Damage sogar und ich muss nur noch reinhalten, holt dann 2 Kills. Und jetzt sehen wir den letzten Spieler. Na, es sind noch 2 Spieler, aber einer tummelt sich irgendwie auf A rum. Das ist erstmal egal. Aber der Kadersmeister macht es ja ziemlich gut. Er sieht mich. Und hier, genau da, wo er hinaimt, könnt ihr durchschießen, Leute. Da ist nicht mal, eine Box zwischendrin. Da steht ihr im Killfeed, wie als wäre da keine Wand. Einfach ein AK-Schuss in mein Gesicht. Vielleicht da mal ducken oder All-In gehen. Wenn man diesen Angle als T kennt, das ist safe ein Frag, wenn sich einer versteckt. Ja, aber Bented Angle und Quad Boost. Auch kleine Info am Rande. Quad hat gebrannt, aber der draufstehende Spieler ist safe. Play Nummer 3 für euch und zwar der Rush Block mit der First Box, Bented Angle und ein bisschen Utility. So, man sieht hier, die T-Spieler rushen da komplett und wir sprechen uns ab. Okay, ich smoke so schnell wie es geht, kleine Block Smoke, die ihr euch angucken könnt. Und zwar, man stellt sich an die Second Box und aimt hier zwischen den Giebel, zwischen rein in die Mitte. Ja, ich nehme den Bented Angle ein und halt einfach rein. Also, ich habe Glück, dass Julians hier keinen Support bekommt. Ich drücke hier einfach durch. Und als nächstes die Utility von Knight zeige ich euch hier. Hier die Utility, er molly close. Wirft dann nochmal die Nade einfach ab. Geht dann direkt zur ersten und diese Flash hat er heute erst gezeigt. Kleines Dojo-Ding. Er aimt an diesen dritten Punkt der Niete an diesem Scharnier. Und diese Flash landet so gut, dass der Gegner, der Close, pieken will, einfach blind ist und ja, keine Chance hat. Die Smoke blockt jeden
kommenden Gegner, beziehungsweise alles ist da blind. Die Gegner sind auch ein bisschen lost, die sind sehr, sehr spät da und dann haben wir auf jeden Fall unseren Block erstmal perfekt. Ja, und warten auf Verstärkung. Selbst wenn wir fallen, haben wir unseren, ich sag mal, Job gemacht. Wir haben 2 Kills, wir haben ein bisschen geblockt, Utility rausgeworfen, Utility von denen gefordert und dann passt es erstmal der zweiten Runde. Zweite Runde, schlimme Runde. Nächstes kleines Play, Utility, Gadget, was ich euch zeigen möchte, ist diese Nade hier. Die kann euch auch helfen. Das ist jetzt kein Teamplay, aber diese Nade. Man geht auf die zweite Box und ihr seht diesen Strich hier. An diesen Strich hoch, wo ich jetzt da ungefähr hin aime. Und wenn ich höre, dass die Gegner loslaufen, ich höre hier die ersten Steps, laufe ich nach vorne, mache mal eine Zeitlupe. Und wenn ich diesen Strich dann erreicht habe, wenn ich sozusagen Ende der Regenrinne habe, haue ich hier die Nade nach oben. Und diese landet so schön, dass 2 Spieler von denen minus ungefähr 50 HP kriegen. Und das hilft auf jeden Fall schon immens weiter. Ah, da verkacken wir. Müsst ihr nicht unbedingt sehen. Hauptsache wir machen Damage, killen 2 Gegner, aber hätten es auf jeden Fall besser spielen können. Die Nade richtig. In der nächsten Runde seht ihr eine kleine Popflash 2.0 Variante, sage ich jetzt mal, für die Banane. Und zwar mit Molotov. Ihr seht, die Gegner stehen schon ziemlich close. Und wir wollen jetzt ein Molo werfen und eine Flash. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. So, hier ist das Molotov-Lineup. Und dadurch, dass die Gegner schon ziemlich weit oben sind und sehr aggressiv gespielt haben, das ganze Match über, molle ich ziemlich instant bei 1,38. Die werfen ja auch schon Utility gegen. Und dieser Mollo funktioniert in diesem Lineup. Ihr steht Coffins und aimt hier auf diesen Schnittpunkt vom Brunnen und in Särgen. Jump Throw. Raus damit. Schauen wir uns schnell mal an, wie der Molly landet und was es mit dem Gegner macht. Also, Molly landet, also hier, in dem Bereich, dass dieser Spieler weggemollied wird. Jetzt zeige ich euch die Flashbang. Die Flashbang wird direkt geworfen. Unten hier an das T, diesen Fixpunkt könnt ihr nochmal zurückspulen. Oder euch auf YouTube oder sowas angucken. Und jetzt kommt die Flash erstmal raus. Mit dem Molly wird jeder rausgedrängt. Und Knight hat einfach nochmal den Chiggle rausgehauen. Der eine Spieler ist nicht blind. Und Knight wird noch getradet. Hinter dem Molly steht dann einer auf dem Cybo-Angle. Aber er hat es auf jeden Fall seinen Job getan. 2 Leute sind down, die dann auf jeden Fall mit dem Molly raus mussten. Und ich glaube, das schauen wir uns nochmal von der Vogelperspektive an. So, hier seht ihr schon, er wollte sich hinter der Half-Wall verstecken mit dem Molotov, wird hier rausgezogen und aimt dann nochmal ein bisschen mit der Flash. Ist er dann blind und 2 Spieler sind direkt down. Ja, das ist eben so gedacht, dass man sich hinter der Half-Wall nicht verstecken kann und rausgezogen wird. Und ich sag mal, für unseren Buy, für diesen Half-Buy wieder richtig, richtig, ja, guter Gewinn. Und im Apps, mit dem App-Setup, auf jeden Fall, ja, sicherer Kill, gleichzeitig 5 gegen 3, 4 gegen 3, 4 gegen 2. So schnell kann es gehen. Ich block jetzt noch mit der Smoke. Und dann easy Kill. Können wir noch zu Ende laufen lassen. Die müssen was machen. Die sind auf jeden Fall in Unterzahl. Und ich verziehe mich da mit dem Kill. Mach noch ein bisschen Damage und wir retaken das. 4 gegen 1 sollte nichts mehr schief laufen, wenn man schlau ist. So, im letzten Play will ich euch noch mal ein bisschen zeigen, wie der Furier Peak funktioniert, die Utility und die Rotates. Und zwar, ich bin hier mit Asiate, meinem AWP-Mate am Start und ich smoke hier Furier-Style, ein bisschen verworfen, normalerweise auf das Center dieser Antenne und dann aim ich hier hin, mache einfach den Jump Throw, falls jetzt einer pusht, dann gucken wir uns jetzt im Asiate an, was hier geht. Er hat dann sozusagen die Furier-Smoke, falls die gemollt haben, verschießt diesen Schuss, hat aber die Info, dass man an nichts los ist. Das heißt, ich spurte so schnell wie möglich Richtung lang. Das ist jetzt ein kleiner Hybrid-Play, weil wir auf A gehen, diesmal. Ich molle hier einfach für die Distraction, weil ich weiß, Bess steht hier all in hinter dem Molly. Und dass die halt nicht denken, okay, hey, der wird seinen Mate schon nicht verkaufen, so in der Art. Und dadurch hat Bess den ersten Frag. Die Gegner haben mich im Fokus, Bess macht den zweiten. Wird dann noch gekillt. Ich kann lang halten, Nate dann noch rein. Die smoken sich. Nixon macht hier den Rest auf kurz und wir sind schnell. Ja, 4 gegen 1. Und alles nur, weil wir die Banane-Kontrolle haben und sofort verschieben könnten. Was will ich damit sagen? Auf Banane reicht es
wenn ihr die AWP abstellen könnt, teilweise wirklich. Eine AWP kann immer einen Kill machen jetzt, sag. Wenn die Gegner sich reinflashen, zieht die AWP sich zurück, dann kannst du immer verschieben. Aber was willst du als B-Spieler hier, wenn die AWP volle Kontrolle hat? Brauchst du nicht, deswegen verschiebst du und manchmal genau gegen so einen Rush ist es ein sehr guter, wenn nicht perfekter Play. Die Trades sind da, 3:1 Trade. Besser kann es fast nicht laufen, wenn der Gegner aim stark ist. So, das war's jetzt erstmal von meinem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kommt wieder in den Stream rein, wenn ihr ein bisschen mehr wollt. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und ja, YouTube-Videos on the fly, Twitter, Follow, gern gesehen und Comments runter. Danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß und guten Rutsch.